Erinnere dich mal an einen Zeitpunkt zurück, bei dem dein Schreibtisch voll mit Aufgaben war. Die Gehaltsabrechnungen stapelten sich, Bestellungen mussten abgeschickt werden, ein Haufen E-Mails musste beantwortet werden und das Telefon stand auch keine Sekunde still. Und auf einmal konntest du keinen klaren Gedanken mehr fassen, sondern nur noch den Haufen Arbeit anstarren. Das war die sogenannte Task Paralysis. Was sie ist und was du dagegen tun kannst, erfährst du jetzt. Was ist die Task Paralysis? Task Paralysis bedeutet auf Deutsch so viel wie Aufgabenlähmung. Sie tritt bei schwierigen Aufgaben auf, aber auch, wenn die To-Do-Liste unendlich lang erscheint. Unser Gehirn friert sozusagen ein, wodurch wir unfähig werden, eine Aufgabe zu beginnen oder zu bearbeiten. Das wiederum führt dazu, dass wir Aufgaben viel zu spät anfangen oder noch schlimmer, sie ganz vermeiden. Wie entsteht die Task Paralysis? Bei der Task Paralysis sind zwei Teile unseres Gehirns entscheidend: der präfrontale Kortex und die Amygdala. Der präfrontale Kortex ist das rationale, menschliche Kontrollzentrum, während die Amygdala für unsere Emotionen zuständig ist. Ein Forscherteam der Yale School of Medicine fand 2012 heraus, dass der präfrontale Kortex unter starkem Stress an Einfluss verliert. Dadurch können wir Gedanken und Gefühle nicht mehr rational verarbeiten. Stattdessen übernimmt dann die Amygdala unser Denken, was dadurch von Emotionen und Impulsen geleitet wird. So gesehen verlieren wir also ein bisschen unseren Verstand. Und nichts anderes passiert bei der Task Paralysis. Eine Aufgabe wird als Gefahr angesehen, wodurch unser Gehirn einfach dicht macht. Laut der klinischen Psychologin Dr. Ellen Hendriksen passiert dies vor allem Menschen mit einem Hang zum Perfektionismus. Diese Menschen können keine Fehler zulassen und haben zum Beispiel Angst, als inkompetent wahrgenommen zu werden oder wollen andere nicht enttäuschen. Was kannst du gegen die Task Paralysis tun? Gegen die Task Paralysis hilft nur eins: Aufgaben abarbeiten. Wenn du in einen Workflow kommst, merkt dein Gehirn, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Am besten gelingt dir das, wenn du eine ganz große Aufgabe in viele kleine aufteilst. Laut Dr. Ellen Hendriksen wird dadurch der Widerstand geringer, mit der Arbeit überhaupt zu beginnen. Außerdem solltest du mit der Aufgabe beginnen, bei der du die wenigsten Startschwierigkeiten spürst. Kommen wir also nochmal auf den Aufgabenstapel vom Anfang zurück. Gehaltsabrechnungen, E-Mails und Bestellungen ausführen. Die Bestellungen hast du schnell erledigt, also beginnst du damit. Und dann teilst du die Aufgabe in viele kleine Unteraufgaben ein. Das könnte am Ende zum Beispiel so aussehen: Als erstes suchst du die Anfrage aus dem Lager raus. Als zweites öffnest du die Bestellsoftware. Als drittes tippst du Produkt und Menge ein. Als viertes schickst du die Bestellung ab. Und als fünftes gibst du dem Lager Bescheid. Und danach kannst du zur nächsten Aufgabe springen und gehst genauso vor. Wie du siehst, gegen die Task Paralysis kannst du etwas tun. Aber was ist, wenn du nur noch an Aufgaben denken kannst, obwohl du längst Feierabend hast? Dieser Kurs zeigt dir, wie du deine Freizeit genießt, ohne an die Arbeit zu denken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Learn, transform, grow. Masterplan.